Julia geht's momentan nicht so gut. Woher weißt du das? Ich habe so viel zu den Anstädtens geschickt. Sag mal, seid ihr total verrückt geworden? Und Ihre Aufgabe zählt dabei zu dem Allerwichtigsten. Sie müssen neue Kunden akquirieren. Das ist schade. Dabei sehe ich meine Stärken doch eher im kreativ-künstlerischen Bereich. Dieses ewige Versteckspiel geht mir sowas von auf die Nerven. Dann such dir doch einen Job. Da glaube ich manchmal, dass ich mit meinen altmodischen Ansichten nicht so gefragt bin. Sei dir da mal nicht so sicher. Gero von Sterneck und die wunderschöne Julia von Anstetten haben ihre baldige Heirat angekündigt. Julia heiratet diesen Gero von Sterneck. Ich kann es einfach nicht glauben. Dabei hat sie doch mit diesem Kerl endgültig Schluss gemacht. Sie hat's mir doch selbst gesagt. Warum schreiben die denn hier? Haben ihre baldige Hochzeit angekündigt. Wenn ich das schon lese, dieses Rumgeschwalle. Ist doch zum Kotzen. Du hast dich da in etwas verrannt. Du kennst Julia doch kaum. Aber ich dachte, wir lieben uns. Und hier steht das glückliche Traumpaar. Und ich erfahre es allerletzt aus der Zeitung. Steht da auch irgendwo, wann sie heiraten? Du kannst es wohl gar nicht erwarten, was? Du wolltest uns von Beginn ab auseinanderbringen. Bist du jetzt zufrieden? Überhaupt nicht. Ich finde das auch hart. Sowas wünsche ich nicht mal dir. Ich rufe jetzt Julia an. Ich muss wissen, was Sache ist. Bitte tu's nicht. Davon wird's nur noch schlimmer. Damit ärgerst du sie vielleicht. Das ist mir jetzt scheißegal. Ich muss wissen, woran ich bin, verdammt. Kommst du an die bitte? Clarissa von Anstetten? Peter Neumann, ich möchte bitte Julia sprechen. Es ist wichtig. Einen Moment. Es ist dieser Peter Neumann. Möchtest du? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Sagen Sie, dass es wichtig ist. Es ist wirklich dringend. Ich muss Sie sprechen. Bedauere, Herr Neumann, ich fürchte, meine Tochter wünscht keinen weiteren Kontakt mit Ihnen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist wirklich wichtig. Sie sollten Julias Wunsch respektieren und sie nicht weiter belästigen. Wiederhören. Noch Kaffee, Clarissa? Eine halbe Tasse, danke. Julia? Ja. Mir sind übrigens ein paar geniale Ideen für die RC Sportswear-Kampagne gekommen. Das, was die Agentur derzeit bringt, ist extrem schwach. Vergiss bitte nicht, dass du Anfänger bist. Man kann sich nur unbeliebt machen, wenn man als Greenhorn alles besser weiß. Etwas frischer Wind wäre ganz gut für diese Agentur. Ich jedenfalls bin sehr gespannt auf deine Idee. Du wirst begeistert sein. Mein neues Werbekonzept ist wirklich gut. Bisschen mehr Bescheidenheit stünde dir besser zu Gesicht. Nimm dir ein Beispiel an unserem zukünftigen Schwiegersohn. Gero würde sowas nie machen. Der würde... Entschuldigt mich bitte. Lass dich nicht unterkriegen. Tschüss. Bis später, Sophie. Ich blick da nicht mehr durch. Hat Julia denn alles vergessen? Alles, was uns verbindet? Eure Welten sind einfach zu verschieden. Das wäre nie gut gegangen. Aber wir waren uns doch so nah. Julia hat sich für ihre Welt entschieden. Ach, das glaube ich nicht. Noch nie in meinem Leben war ich so glücklich. Und Julia doch auch. Ja, aber du solltest akzeptieren, dass sie ihre Entscheidung getroffen hat. Vielleicht hat sie jemand gezwungen. Ach, sowas gibt's doch heute gar nicht mehr. Dann soll es mir selbst sagen. Bitte lass es, Jan. Du machst es nur noch schlimmer. Mein Gott. Ich hätte ihm sagen müssen, dass Julia seine Schwester ist. Wir fahren weiter auf der Alt-Köln-Schiene. Tradition, Fädelgemütlichkeit, Kölsche Originale.
Dazu hätte ich einen Vorschlag. Wirklich nichts gegen Tradition, aber diese ganzen verschnarchten Kölner Originale Wir haben den Umsatz im letzten Jahr immerhin um 20% erhöht. Markus, was mit den Plakatentwürfen? Die sind morgen fertig. Wir übernehmen den bewährten Slogan Tradition schmeckt und variieren ihn dann motivorientiert. Warum wollen wir eigentlich nicht was ganz Neues ausprobieren? Ich habe hier einen Entwurf vorbereitet. Ja, später vielleicht. Markus, sind die Spots schon abgesegnet? Schon letzte Woche. Wir platzieren sie im Regionalprogramm. Da haben wir die besten Ratings. Eine bundesweite Ausstrahlung? Eine regionale Biermarke. Damit machen wir uns lächerlich. Oh, das wusste ich auch nicht. Vielleicht werfen Sie mal einen Blick in Ihre Unterlagen. In der Zwischenzeit werden mein Partner und ich weiterarbeiten. Ihr Einverständnis vorausgesetzt. In der Makrokampagne gibt es Probleme. Wir haben Teaser in der einschlägigen Fachpresse geschaltet, aber die Rücklaufquote liegt unter den Erwartungen. Was habe ich das denn verdient? Ich wollte nur sehen, ob du dich in einen Frosch verwandelst. Quark, Quark. Ja, und was sagt Barbara dazu? Ja, ich habe einen Sohn verloren, aber eine wunderschöne Schwiegertochter und einen glitschigen Frosch gewonnen. Der Albtraum einer jeden Schwiegermutter. Mein Gott, Schwiegermutter, will ich das haben, ne? Lass uns gehen. Deine Schwiegermutter wartet. Was willst du? Ich muss dich was fragen, Julia. Bitte. Können wir irgendwo ungestört reden? Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Und außerdem bin ich verabredet, das siehst du ja wohl selber. Ja, das sehe ich. Also stimmt, was in den Zeitungen stand. Du hast mich angelogen. Ich hab dich angelogen. Das sagst du zu mir? Und ich, Idiot, hab geglaubt, dass du mich wirklich liebst. Was glaubst du denn, was ich bin? Ein Spielzeug? Das man einfach so wegschmeißen kann? Hä? Das reißt verschwinden. Das geht dich gar nichts an, ja? Das ist eine Sache zwischen mir und Julia. Warum hörst du nicht endlich auf, mich zu quälen? Hast du nicht schon genug Chaos angerichtet? Sie nicht sofort verschwinden. Ja, was dann, hä? Oh, Marco! Julia! Du bist heute so still. Probleme in der Firma? In der Firma ist alles in Ordnung. Ich mache mir Sorgen um Julia. Das passiert jedem Brautvater. Aber denk dran, du verlierst keine Tochter, sondern... Gewinnst deinen Sohn, ich weiß, ja. Aber nach meinem letzten Gespräch mit Gero hatte ich eher den Eindruck, dass sich die beiden mehr auseinandergelebt haben. Sie sind jung, Christoph. Vielleicht zu jung für solche endgültigen Entscheidungen. Ich möchte zu gern wissen, warum sich Geros Gefühle für Julia so sehr verändert haben. Das Wichtigste ist doch, dass Julia glücklich ist. Ja, aber für wie lange? Vielleicht ist es nur eine romantische Laune und morgen überlegt sie sich's wieder anders. Schließlich hat sie bis vor kurzem noch für diesen Peter geschwärmt. Diese unglückselige Affäre ist Gott sei Dank vorbei. Endgültig. Habt ihr so wenig Vertrauen zu mir, dass ich eure Hochzeitspläne da aus der Zeitung erfahren muss? Was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Wir konnten doch nicht ahnen, dass auf Hennings Party so ein dummer Klatschreporter ist. Es tut uns wirklich leid. Und dann so überstürzt. Warum denn gleich heiraten? Ihr habt doch Zeit. Wir lieben uns und wir wollen heiraten. Ah ja? Ich hatte eher den Eindruck, ihr arbeitet an einer Trennung. Du siehst das total falsch. Wir brauchten Abstand. Das war's. Jetzt wissen wir eben, dass wir uns fürs einzig Richtige entschieden haben. Und was macht euch plötzlich so sicher? Oh mein Gott, was erwartest du eigentlich? Eine schriftliche Garantie oder was? Wir dachten eigentlich, du würdest dich über unseren Entschluss freuen. Oh ja, das würde ich sehr gerne. Wirklich, Kinder. Aber das, was ich hier sehe, das überzeugt mich einfach nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch die Kampagne für LC Sportswear. Damit sollten wir besser warten, bis Frau von Anstetten da ist. Das ist nicht nötig. Ich habe sämtliche Vollmachten. Trotzdem wäre es vernünftiger zu warten. Es geht ja ohnehin nur um die Unterschrift. Das Konzept steht ja. Was das Konzept angeht. Meine Mutter hat ausdrücklich mich mit der Realisierung der Kampagne beauftragt. Und es gibt da einige Punkte, die mir überhaupt nicht gefallen. Na, dann sind wir aber sehr gespannt. Zum Beispiel das Styling der Anzeigen. Ich meine, es ist langweilig. Da würde man noch nicht mal einen Fisch drin einwickeln. Es gibt nur ein einziges Konzept für alle Werbeträger. Ich finde, wir sollten zielgruppenorientiert herangehen. Ich schlage jeweils eigene Entwürfe für die verschiedenen Printmedien vor. Etwas konservativer im Bereich der Frauenmagazine, etwas hipper für die Trendzeitschriften. Sowas würde die Kosten nur unnötig in die Höhe treiben. Außerdem zerstört es die Geschlossenheit der Kampagne. Ich vertrete hier lediglich den Standpunkt meiner Mutter. Umso besser, wenn wir auf sie warten. Ich sagte Ihnen bereits, dass das nicht nötig ist. Ich habe sämtliche Vollmachten. Entschuldigung. Mutter, ich dachte, du kommst erst später. Hier ist ein Termin geplatzt.
Gibt's irgendwelche Probleme? Aber das Schlimmste war, dass sie nicht mehr reagiert hat, als dieser Affe auf mich losging. Du, ich war kurz davor, meine reinzuhauen. Aber glaubst du denn wirklich, dass du sie durch eine Prügelei zurückgewinnen kannst? Du solltest endlich einen Schlussstrich ziehen, Jan. Aber ich liebe Julia. Warum begreift denn das niemand? Aber sie liebt dich nicht. Damit musst du dich abfinden. Ohne Julia ist alles so sinnlos. Ich werde nicht mehr davonlaufen und mich der Polizei stellen. Das meinst du doch nicht im Ernst. Willst du etwa ins Gefängnis? Das ist doch jetzt völlig egal. Überschlafe deinen Entschluss noch mal. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und vielleicht hat Florian ja doch etwas herausgefunden, womit wir deine Unschuld beweisen können. Er wird nichts finden. Niemand wird was finden. So oder so ist es aus. Vorbei. Ich dachte, Kathi könnte vielleicht Brautjungfer werden. Das findet sie bestimmt ganz toll. Ich komme schon wieder zu spät zur Vorlesung. Tut mir leid. Grüß Kathi von mir, Barbara. Mach ich, Gero. Der Junge studiert ein bisschen viel. Sollte mal ein paar Erholungspausen einlegen. Dafür werde ich schon sorgen. Ihr solltet euch mit dem Heiraten noch etwas Zeit lassen. Julia, ich möchte nur nicht, dass ihr etwas tut, was ihr nachher wieder bereut. Wir rennen ja jetzt auch nicht gleich übermorgen zum Standesamt. Der Termin steht überhaupt noch nicht fest. Na, wenigstens etwas. Obwohl es Clarissa wahrscheinlich lieber wäre, wir würden gleich im Frühjahr heiraten. Clarissa also. Du hast mit deiner Mutter also schon über die Hochzeitspläne gesprochen? Nein, nicht direkt, aber naja, wenn Clarissa nicht gewesen wäre, dann wären Gero und ich vielleicht gar nicht wieder zusammen. Das kann ich mir vorstellen. Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Kernpunkt der Kampagne ist, wir besetzen Trends. Paragliding, Snowrafting, Streetball, die ganze Palette topmodischer Sportarten. Wir etablieren LC Sportswear als junges Outfit der Techno-Generation. Freizeitspaß plus Fitness plus Nervenkitzel. Wobei die Sportschiene nur der Appetizer ist. Wir wollen sämtliche Future-Trends abdecken. Musik, Cyberspace, Ökologie, New Age. Klingt überzeugend. Nicht wahr, Henning? Ganz wie du meinst, Mutter. Die Kampagne beginnt traditionell mit Anzeigen in den Printmedien und mit Fernsehspots. Schwerpunkt wird dann aber das Sponsoring sein. Woran haben Sie dabei gedacht? LC Sportswear Rave Partys. Streetball-Turniere, Solarmobilrennen, alles was hip und trendy ist. Und das Interesse der Medien erregt. Sie haben wirklich fantastische Arbeit geleistet. Gratuliere. Dann gibt es eigentlich nur noch einen Punkt zu klären. Das Model, das Gesicht von LC Sportswear. Über den Typ sind wir uns einig, sportlich, elegant. Ich halte das für falsch. Ich meine, die ganze Kampagne ist ohnehin sowas von abgehoben. Wir brauchen unbedingt ein Gegengewicht. Ich habe an ein wenig Exotik gedacht. Wir machen ja keine Papayasaftwerbung. Raten Sie, das klingt gar nicht so verkehrt. Hast du an ein bestimmtes Model gedacht, Henning? Nicht konkret, aber einige von den Mädchen, die letztes Jahr für uns gearbeitet haben, wären bestimmt geeignet. Herr Adler? Warum nicht? Dann machen Sie doch für unser nächstes Meeting ein paar konkrete Vorschläge. Vielleicht hat tatsächlich das richtige Gesicht dabei. Na, kein Kommentar? Kein, ich hab's doch gleich gewusst. Julia und du, das bringt's eh nicht. Ja, na komm. Sag schon, dass ich verloren habe. Dass ich mich verhalten habe wie ein Vollidiot. Wie sagt man doch so schön, in der Liebe gibt es keine Verlierer oder Gewinner. Sondern? Nur Glückliche oder Einsame. Aber manchmal glaubt man anscheinend, man ist der Einzige, der im Recht hat, down zu sein. Tut mir leid. Pass auf, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Du kannst immer zu mir kommen, okay? Ja. Gut zu wissen. Oh, Sie halten immer noch die Stellung. Ich bin beeindruckt. Ich habe mir nur ein paar Unterlagen durchgesehen. Ich bin auch gleich fertig. Tja, das ist das Schicksal von uns Führungskräften. Wenn andere ihren Feierabend genießen, mehren wir das Bruttosozialprodukt. Erstaunlich, dass Sie mich als Führungskraft bezeichnen. Ich hatte heute eher den Eindruck, Sie sehen in mir eine Art Laufbursche. Wieso? Verstehe ich nicht. Das ist auch nicht nötig. Aber wenn wir schon mal beim Thema sind, ich erwarte von Ihnen in Zukunft an allen wichtigen geschäftlichen Entscheidungen beteiligt zu werden.
Wenn Sie sich hier erstmal richtig eingearbeitet haben, dann werden Sie auch mehr Verantwortung übernehmen können. Immerhin habe ich der Agentur einen bedeutenden Auftrag verschafft. Na, so bedeutend war der nun auch wieder nicht. Sie sind also nicht zufrieden? Das habe ich nicht gesagt, aber mein Gott, wir sind eine Werbeagentur, wir brauchen ständig neue Aufträge. Daran arbeite ich bereits. Und dieser Auftrag wird größer als RC Sportswear. Darauf können Sie sich verlassen. Wenn Ihnen das gelingt, wenn Sie einen richtig dicken Fisch hier einziehen, dann wird Ihnen jeder in der Agentur zuhören. Darauf können Sie Gift nehmen. Gift wollte ich schon immer mal nehmen. Ich freue mich so für unsere Kinder. Hat dich Ihr plötzlicher Sinneswandel nicht überrascht? Angenehm überrascht. Ich hatte schon befürchtet, die beiden würden nie zueinander finden. Du hast bei ihrer wundersamen Versöhnung nicht vielleicht deine Finger im Spiel gehabt? Wie kommst du denn darauf? Du kennst doch Julia. Sie ist ein Dickkopf. Und von ihrer Mutter lässt sie sich schon gar nichts sagen. Oh, ich glaube, du unterschätzt deinen Einfluss. Ich bin ziemlich sicher, dass du mal wieder alle Fäden in der Hand gehabt hast. Jetzt überschätzt du meinen Einfluss aber. Im Übrigen möchte ich nur das Beste für die Kinder. Und was das Beste für sie ist, das entscheidest du? Das klingt fast so, als hättest du etwas gegen diese Verbindung einzuwenden. Ich möchte nur verhindern, dass die beiden unglücklich werden. Das sieht doch ein Blinder, dass da was nicht stimmt. Spricht doch nicht auch eine eifersüchtige Mutter, die ihren Sohn einfach nicht gehen lassen will? Was willst du denn damit behaupten? Ich will damit sagen, Barbara, dass ich dich verstehe. Ich habe auch einen Sohn, der eines Tages eine Frau finden und seine eigenen Wege gehen wird. Das kann einer Mutter ganz schön zusetzen. Okay, dann schicke ich ihn gleich vorbei vielleicht. Klasse. Du bist ein Schatz. Tschüss. Ich habe gerade mit einem Kumpel gesprochen. Der arbeitet in einem italienischen Restaurant. Die suchen noch eine Küchenhilfe. Na, ist ja prima. Davon habe ich ja schon immer geträumt. Eine Karriere als Tellerwäscher. Immer noch besser, als hier rumzuhängen. Und erst die Aufstiegschancen, die ich als Diplom-Kartoffelschäler habe. Prima. Wer hat denn hier immer laut rumgetönt, wenn ich mein eigenes Geld hätte? Um jeden Pfennig muss ich Fiona mal fragen. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Zumindest habe ich als Küchenhilfe eine Sicherheit. Es kann nur aufwärts gehen. Der letzte Gast, der mit so einem Gesicht hier rumhing, war Sylvester Stallone. Nach den Dreharbeiten zu Rocky Teil 47. War auch ein harter Tag für mich. Wir sind ja auch eine Kneipe für harte Kerle. Dann verkehren hier also richtige Filmstars. Dann bin ich hier ja goldrichtig. Tja, schön wär's. Und Sie? Sind Sie vielleicht auch ein Star? Nein, ein Star bin ich noch lange nicht. Und Sie? Was machen Sie so? Ich bin in der Werbung. Einer von diesen Kreativen, die Tag und Nacht darüber nachdenken, wie sie den Eskimos Kühlschränke andrehen. Klingt ja faszinierend. Machen Sie auch noch andere Sachen? Außer Werbung für Kühlschränke? Meine Agentur hat eigentlich überall die Finger drin. Mode, Sport, Brauereien, alles, was Sie wollen. Mode? Dann haben Sie vielleicht auch diese Werbung gemacht, wo das Model auf dem Belüftungsgitter steht. Die so aussieht wie Marilyn Monroe. Nee, das war die Konkurrenz. Also wir sind da wesentlich origineller. Wieso fragen Sie? Fast wäre ich das Model auf dem Plakat geworden. Ich war schon in der engeren Wahl. Die haben aber dann doch eine andere genommen. Dann sind Sie also Model? Also, das hätte ich mir eigentlich denken können. Nein, ich bin Schauspielerin. Film oder Fernsehen? Mal hier, mal da. Bin nicht festgelegt. Gute Rollen sind sehr selten. Da muss ich mein Geld hier verdienen. Und auf den großen Durchbruch warten. Vielleicht hilft's, wenn wir gemeinsam warten? Julia und ich wollten dich wirklich nicht übergehen. Schon vergessen. Ihr hattet sicher ganz andere Dinge im Kopf. Es ist ja nur so, warum müsst ihr so überstürzt heiraten? Zieht doch erst mal zusammen und probiert's aus. Geht das schon wieder los? Wir haben es uns doch reichlich überlegt. Gero, ich mein's doch nur gut. Ich bin doch deine Mutter. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann meine Entscheidung allein treffen. Bin ich wirklich so? Bevormunde ich dich etwa?
Du machst dir nur manchmal zu viel Sorgen um mich. Vielleicht hat Clarissa doch recht. Ich fühle mich so auf, weil ich Angst habe, dich zu verlieren. Das ist doch Unsinn. Weißt du, ich habe an deinen Entscheidungen nie gezweifelt. Auch früher nicht. Du warst immer viel reifer als die anderen Jungen in deinem Alter. Siehst du? Ich will euch ja nicht auf die Nerven fallen, aber ich habe so ein ungutes Gefühl bei dem Gedanken, dass ihr so Hals über Kopf heiraten müsst. Du kannst aber nichts mehr dagegen machen. Wahrscheinlich bin ich deswegen so deprimiert, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr an deinem Leben teilhaben. Wir verlieren uns doch nicht aus den Augen, weil ich heirate. Jedenfalls bin ich jetzt davon überzeugt, die richtige Werbeagentur gefunden zu haben. Wenn die Kampagne hält, was sie verspricht, wird LC Sportswear ein voller Erfolg. Ich hoffe nur, ich habe Henry nicht allzu sehr enttäuscht. Er war so... Dafür darf er jetzt die Models für die Kampagne aussuchen. Das wird ihn trösten. Was meinst du, Julia? Julia? Was? Hast du was gesagt? Gesagt? Einen ganzen Roman habe ich erzählt. Entschuldige, ich bin wirklich sehr müde. Dann leg dich ins Bett und schlaf dich mal richtig aus. Ich habe sowieso noch einige Akten durchzuarbeiten. Nacht, Schatz. Nacht, Mami. Hi. Hallo. Geweckt habe ich dich wohl nicht, hm? Ich habe nur ein bisschen nachgedacht. Komm rein. Ich wollte nur mal wissen, wie es so gelaufen ist heute. Ich habe den Job. Ich fange morgen an. Klasse. Naja, die Konkurrenz war groß, aber ich habe sie alle ausgestochen. Ich glaube, ich kann es eine Weile aushalten. Die Leute sind ganz okay. Übrigens, vielen Dank, dass du mir diesen Job besorgt hast. Das ist im Moment genau das Richtige. Bedank dich gefälligst mit deinem ersten Lohnscheck. Bei deinem Millionengehalt wird ja wohl ein winzig kleines Geschenk für mich drin sein. Ich werde dich mit Juwelen überschütten. Oh,